Lao war nicht nur ein Haustier für Mai und Chen, sondern ein Familienmitglied, das sie über die Jahre hinweg begleitet hatte. Vor etwa 6 Monaten war Lao jedoch ausgebüxt und hatte das Dorf verlassen. Mai und Chen waren zutiefst besorgt und hatten sich wochenlang auf die Suche nach ihrem geliebten Hund gemacht. Sie hatten Flyer verteilt, Nachbarn befragt und unermüdlich die umliegenden Wälder durchkämmt, aber Lao war wie vom Erdboden verschluckt. Die Monate vergingen und Mai und Chen trauerten um ihren verlorenen Freund, doch dann geschah etwas Unerwartetes. Eines Abends hörten sie ein leises Kratzen an ihrer Tür. Als sie öffneten, konnten sie ihren Augen kaum trauen. Dort stand Lao, aber er sah völlig anders aus als früher. Er war gigantisch, viel größer, als sie sich erinnerten, und sein Bauch schien fast den Boden zu berühren. Die beiden älteren Menschen begrüßten Lao mit Tränen der Freude, doch bald wurde ihnen klar, dass etwas nicht stimmte. Lao konnte sich kaum noch bewegen und sein Gesundheitszustand schien ernsthaft bedroht zu sein. Sie wussten, dass sie dringend professionelle Hilfe brauchten, also brachten sie ihren geliebten Hund in die örtliche Tierklinik. Der Tierarzt, Dr. Wang, war schockiert, als er die Größe von Lao sah. Der arme Hund schien unter der Last seines eigenen Körpers zusammenzubrechen. Doch nach einer gründlichen Untersuchung stellte Dr. Wang fest, dass es sich nicht um eine Schwangerschaft handelte, wie Mai und Chen vermuteten. Lao litt an extremer Fettleibigkeit und seine Organe waren bereits schwer geschädigt, insbesondere sein Herz. Dr. Wang erklärte den besorgten Besitzern die ernsthafte Gefahr, in der sich Lao befand, und verordnete sofort eine strenge Diät. Zunächst mussten die überflüssigen Kilos abgenommen werden, bevor man überhaupt an Bewegung denken konnte. Mai und Chen waren am Boden zerstört und fühlten sich schuldig, dass sie ihren geliebten Hund so vernachlässigt hatten. Sie entschlossen sich jedoch, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Lao zu retten. Die Wochen und Monate vergingen und langsam aber sicher verlor Lao an Gewicht. Mai und Chen unterstützten ihn bei jedem Schritt des Weges, gaben ihm Motivation und zeigten ihm, dass sie immer an seiner Seite waren. Es war ein langer und harter Weg, aber Lao kämpfte sich zurück ins Leben. Sein Herz wurde stärker, seine Bewegungsfreiheit kehrte zurück und sein Geist strahlte vor Lebensfreude.